Hey, Haustars und Sternchen, was geht? Willkommen zu einem etwas anderen Video. Heute machen wir mal ein Top 10 Karten-Ranking und ihr dürft auch sehr gerne live mitmachen. Könnt schon mal die Kommentare vorbereiten, 1 bis 10 mal hinschreiben und dann die entsprechenden Karten notieren. Hier aber ein paar kurze Spielregeln. Die Karten, die hier präsentiert werden, die 10 Karten, die hier kommen, die sind zufällig und das macht den Spaß dabei aus, den Reiz, eine Positionierung zu vergeben, die man am Ende nicht ändern kann und man weiß auch nicht, was für Karten kommen. Das heißt also, wenn beispielsweise alle Plätze bis auf Platz 1 schon vergeben sind und als 10. Karte kommt hier Erdhügel, dann muss diese Karte auf Platz 1 gehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ansonsten, was noch wichtig zu erwähnen ist, wie machen wir die Positionierung hier? Einfach so, wie wir das machen wollen. Wie ihr das machen wollt, wie ich das machen will. Es muss nicht nach Beliebtheit gehen oder nach was auch immer, sondern einfach, wie ihr die Karten einschätzt. Das ist halt eigentlich alles. Und ansonsten werden wir uns die neueste Version immer anschauen. Das heißt also, wenn es eine Remastered-Version gibt, dann ist die Remastered-Version die zählt und nicht eine alte Version. Okay? Ich denke, damit habe ich alles erklärt. Mike Glotzkowski stimmt mir zu und dann können wir auch schon loslegen. Und da kommt alles, ne? Das sind hier alle Karten im Grunde, die es gibt und alles auch wirklich zufällig, was hier am Ende passiert. Und dann schauen wir uns mal die erste Karte an und das ist Forest. Und ja, wie gesagt, ne, hier also die Remastered-Version, also die wir uns angucken. Und ja, was soll ich sagen? Forest. Jetzt kann man sagen, ist eine recht langweilige Karte. Ja, schon, würde ich auch zustimmen, ist aber halt natürlich im Matchmaking vorhanden und ist auch ausgeglichen. Dadurch, dass das halt im Grunde, sage ich mal, alles mehr oder weniger gespiegelt ist, hat da jetzt ein Team nicht so den super Vorteil wie auf manch einer anderen Karte. Es gibt hier aber nicht viel zu sehen. Das ist halt einfach nur ein Wald. Das Schöne ist aber bei der Remastered-Version dieser Karte, ist dieses Waldthema einfach besser umgesetzt. Also allein schon von der Optik her würde ich die Karte jetzt nicht schlecht platzieren wollen. Und es gibt manchmal auch wirklich coole Schlachten. Ja? Nicht immer ist das Matchmaking unausgeglichen und immer gegen mich. Manchmal ist es auch ganz nett. Und ich finde, bei Forest gibt es schon mal so gibt es schon mal so ein paar Schlachten, die machen Spaß. Ich würde sie einfach mal in dieser Version halt ja schon so auf Platz entweder 4 oder 5. Ich sag mal 4. Okay? Gut. Doline. Oh. Oho. Kennt jemand diese Karte? Hat jemand auf dieser Karte mal gespielt? Ja. Ich nicht sonderlich viel. Und an sich, die Karte bietet auch nur das, was man hier sieht. Ne? Also, das ist eine, sag ich mal, langgestreckte Karte. Geht also mehr in die Weite statt in die Breite. Und hat halt im Grunde wirklich nur das, was ihr hier seht. Ein paar Rampen, um hochzufahren. Und ansonsten spielt sich halt alles dann etwas weiter unten ab. Ist eigentlich wirklich langweilig, ne? Könnte theoretisch auch den Weg ins Matchmaking finden. Ja. Gut, sowas wie Juggernaut wird es hier wahrscheinlich nicht geben. Also klar, kann man natürlich machen, aber der Juggernaut wird hier sehr viel Spaß haben. Es kann sich halt kaum verstecken. Ja, tja, was soll ich sagen? Ich würde sie mal auf die... Ich pack's auf die 8. Es ist wirklich eigentlich langweilig. Verrücktheit, aber 2. Es gibt ja noch die andere Verrücktheit und das hier... Das ist eine coole Verrücktheit. Ihr könnt es ja sehen, ne? Die Plattform geht ja bis nach oben. Und ich finde diese Version der Verrücktheit richtig, richtig geil. Warum? Du hast unten diese Plattform mit vielen Löchern. Die Löcher sind natürlich halt witzig, dass wenn du jetzt halt irgendwie Capture the Flag spielst, du musst halt trotzdem versuchen, ja, gewissermaßen gut zu fahren. Aber du kannst ja auch von oben runterspringen oder halt oben ein bisschen was machen, ne? Aber wenn du runterspringst und Pech hast, du landest halt einfach in irgendeinem Loch. Wenn du nicht gerade auf dem Kopf, also auf dem Rücken landest, ja, wie so eine Schildkröte. Ne, ist schon ganz geil. Ich würde sie mal, eigentlich Top 3 würde ich nicht sagen, aber ich würde sagen, eine solide 5, schönes Mittelfeld ist, denke ich mal, ganz gut. Kungur. Boah, soll ich zuerst die Platzierung sagen oder was ich davon halte? Ich würde sie auf die 6 packen. Warum? An sich ist jetzt Kungur keine so schlechte Karte, ja.
Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, das Team, was hier, wenn ihr euch dieses Bild jetzt anguckt, das Team, was auf dieser Seite ist, ja, und damit halt die Basis dort hat, was ihr hier so seht, ich finde, das Team hat einen gewissen Vorteil gegenüber dem anderen. Das habe ich schon damals gemerkt, heute im Grunde auch. Gut, okay, wenn die Schlachten sowieso unfair ist, dann ist alles vorbei. Aber ich finde, oder irre ich mich? Nein, ich glaube wirklich, dieses Team war es, das immer einen Vorteil hatte. So einen kleinen Vorteil, einfach wie die Karte gemacht ist. Ja, ich würde es auf die 6 packen, wie gesagt. Edinburgh. Boah. Um ehrlich zu sein, mit dieser Karte verbinde ich eigentlich so gut wie gar nichts. Ja. Ich packe sie auf die 9. Ich habe damit kaum Berührungspunkte. Das Einzige, an was mich diese Karte erinnert, ist höchstens irgendwie so ein Goldbox-Event oder so, wo dann die Goldbox in der Mitte fällt und dann drumherum überall richtig viele Minen und dann musst du halt versuchen, irgendwie an diese Goldbox zu kommen. Aber mit was anderem kann ich, also, ich weiß nicht, also ich habe jetzt nicht sonderlich viele Spiele auf dieser Karte ausgetragen. Ich würde sagen, 9 ist in Ordnung, 10 ist vielleicht ein bisschen zu hart, könnte auch auf die 10, aber ich würde sagen, 9 passt, oder? Esplanade. Tja. Interessantes Layout hier, ne? Du hast halt hier einmal dieses können wir schon sagen, Hotel, ja? Und kannst da halt hochfahren und dann hast du halt einfach diesen großen Vorgarten. Tja. An sich ist es ist eine interessante Karte, die ein bisschen einzigartig ist. Ne? Wenn du halt hier oben kämpfst, ja, bist du halt im Grunde auch irgendwo abgeschieden von dem, was da unten stattfindet. Wie gesagt, du hast noch dieses Innenleben, durch das du fahren kannst. Das ist schon ganz cool. Und die Karte wirkt halt auch einfach ziemlich asymmetrisch. Also je nachdem, wie du es siehst. Entweder symmetrisch oder asymmetrisch. Ne? Kommt drauf an, wo du halt da die Linie ziehst. Aber ich sag einfach mal, für das, was sie ist und das, was sie bietet, wie sie gestaltet ist, sie wirkt halt einfach nicht wie diese normale Tanky-Karte. Ich würde sagen, mit 3 sind wir hier ganz gut dabei. Und das nächste ist Köln. Optisch, ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmt, aber so ein bisschen Ähnlichkeit zu Fort Knox erkenne ich da wieder. Die gute alte Fort Knox-Karte, die es halt nicht im Matchmaking gibt, ja, aber auf der wir vielleicht damals viel Zeit verbracht haben. Aber was mich an dieser Karte stört, ist, es könnte auch wieder am Matchmaking liegen, aber ich habe das Gefühl, dass einfach hier so gut wie immer nur unfaire Schlachten ausgetragen werden von der Teamaufteilung. Und dann gibt es halt so Sachen wie Capture the Flag, wo auf einmal der Gegner dann die Flagge nimmt und dann flutscht der einfach weg. Und das war's. Kommst da nicht mehr ran. Ich sag mal, 10 ist vielleicht hart, mal gucken. Da können jetzt noch richtig brutale Karten kommen oder auch nicht. Ja, weiß ich nicht. Aber ich sag mal 7, okay? Brest, boah, okay, geht auf die 10. Dazu will ich eigentlich nicht viel sagen. Richtig ekelhafte Camperkarte, macht keinen Spaß zu spielen, finde ich. Ist genauso wie Highway oder Stadion und sowas. Ey, wenn jetzt Stadion kommt auf die 1 oder 2, ne, ich kotze im Strahl. aber gucken wir mal. Aber Brest ist halt für mich eine ziemlich ekelhafte Karte. Ist nicht so ekelhaft, ja, wie manch eine andere, aber schon ekelhaft. Dieses ganze Rumgecampe da oben und so. Boah, das geht mir richtig gegen den Strich. So, machen wir auf die 10. Solikams, ja gut, okay, damit kann ich was anfangen. Ist zum Teil auch schon so Camper unterstützend, aber bietet halt noch immer genug Möglichkeiten, da Spaß zu haben, ja. Tja, jetzt muss ich halt wirklich gucken, ne? Also 1 oder 2, ich weiß nicht, ich bin wirklich gespannt, was die nächste Karte ist. Ich würde sie... Ja, macht es jetzt eigentlich noch einen großen Unterschied? Also so oder so, egal welche Karte als nächstes kommt, wenn das der totale Müll ist, dann ist halt eine Müllkarte auf Platz 2. Ja, komm, ich mach die auf die 2,
auf die 2 kommt die Karte und dann hoffe ich, dass jetzt was richtig Gutes kommt, okay? Oh, ich will gar nicht hingucken. Bitte sagt mir nicht, dass das was richtig Ekelhaftes ist. Okay, damit kann man leben. Damit kann man leben. Parma, im Grunde, ja, auch so eine Wettbewerbskarte, ne? XP, Austragungsort für die brutalsten Kämpfe, für die Elite, die halt Sandkasten zu langweilig finden, kann man im Grunde sagen, ja, da kann ich jetzt, okay, ich kann mit der Platzierung jetzt eigentlich nicht so meckern, ja, ich würde auf der 1 natürlich halt viele andere Karten sehen im Vergleich, aber Parma an sich ist eine coole Karte. Du kannst halt auf dieser Karte mit allem Möglichen spielen. Du hast hier intensive Gefechte. Es macht an sich Spaß. Ne? Du hast viele Optionen, dich zu verstecken. Egal, ob du jetzt aber auch Fernkampf spielen willst, ob du Nahkampf spielen willst oder wie auch immer. Du hast ja genügend Möglichkeiten. Ist eine super ausgeglichene Karte in dem Sinne. Natürlich, ja, es kommt immer wieder auf die Teams an. Aber ich sag mal so, im Grunde von dem, was die Karte an sich so hat, ja, ist in Ordnung, oder? Also muss halt auf die 1. Was anderes bleibt ja nicht übrig. Aber ich würde sagen, ich bin damit zufrieden. Damit haben wir Parma auf Platz 1, Solikamsk auf Platz 2, Esplanade auf Platz 3, Forest auf Platz 4, Verrücktheit auf Platz 5, Kungur auf der 6, 7 geht an Köln, Doline Platz 8, Edinburgh Platz 9 und Brest auf der 10. Wie ist denn eure Verteilung gewesen? Lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Drückt da gerne den Senden-Button und wenn ihr nochmal so eine Top 10 Karten-Ranking-Folge haben wollt, wir haben ja natürlich noch viele weitere Karten, dann dürft ihr das auch sehr gerne in die Kommentare packen. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht es gut und auch besser. Rinjehauen ist ja klar.